Guten Morgen. Ja, es ist 7 Uhr jetzt am letzten Tag. Die Sonne scheint jetzt mittlerweile wieder. Heute Nacht hat auch mal das erste Mal für uns nachts geregnet. Das Zelt ist komischerweise immer noch nass, obwohl die Sonne ja bestimmt 2 Stunden drauf scheint. Ja, jetzt holt Anne mal ein paar Papiertücher aus dem Bad und dann machen wir das trocken und packen es ein, packen den Rest ein und dann starten wir gleich. Die Räder haben wir jetzt einfach hier abgeschlossen, sind natürlich auch ein bisschen nass geworden. Es wird wieder super Wetter heute, also heute nochmal nur Sonne, glaube ich. Wir haben jetzt alles eingepackt, sind jetzt startklar, werden noch eben, ganz wichtig, Wasser auffüllen hier im Bad. Also, auf geht's, ja, in den letzten Tag. Wir starten hier und kommen heute Nachmittag in Kollund an. Ja, wir fahren jetzt hier runter mit Blick aufs Meer. Ist doch herrlich. Wir spülen gerade nochmal die Flaschen aus. Das sind diese neuen von Kigo und Fitlock. Also diese Kigo-Flaschen, bei denen Wasser noch normal schmeckt und nicht den Geschmack der Flasche annimmt. Ich glaube, die haben eine Titanbeschichtung oder so. Genau, Titan. Mit Fitlock-Halterung sind wir super zufrieden mit. Bisher hatten wir immer auch gerade für den Geschmack die Elektrolyt-Tabletten mit dabei. Die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Also Anne hat sie nicht benutzt, ich schon noch. Ja, dann können wir vielleicht in Zukunft die Tabletten weglassen. Ready? Den Kuss können wir auf dem Fahren schlecht machen. Kuss? Ja. Achso. Ich dachte, ich wollte jetzt sagen, wir haben jetzt die letzte Route ausgewählt. Ja, So. aber ich habe auch Ihr habt gesagt, gehört. ich mag auch einen Kuss. Ja, das habe ich nicht verstanden. Aber das kann ich natürlich schon verstehen. Ja. Sie sind am Anfang der Strecke. Möchten Sie beginnen? Ja. Was ist denn das? Ja. Die Vögel hier in Dänemark, ja? Vogel. Hast du einen Vogelschiss auf dem Arm? Hast du einen Vogelschiss auf dem Arm? Wenn ich mir das hier so ansehe mit den Fahnen, dann ist morgen hier auch lass mich überlegen, die 3. Etappe. Genau, von der Tour de France. Ist schon witzig, ne? Wir haben das halt, also wir haben es gar nicht gewusst. Und morgen ist die Straße hier auch gesperrt. Ja, und wir sind noch passend einen Tag vorher da. Krasse Terrasse da oben, Alter. Ja. Wurde für die Party vorbereitet. Welche Rahmengröße war das und wie viel Zoll? Das hier links ist wohl auch Tribüne für die Tour de France. Das Motorrad hat es zerlegt. Wup, wup, wup. Bäckerei. Die werden heute keine Best Friends mehr. Genau richtig gemacht, bestellen war ein bisschen schwierig, aber Wir haben letztendlich verstanden, was eine Cinnamon Roll ist. ja, da stand privat, aber der Radweg geht halt irgendwie hierher. Was soll ich machen? Wie ist die Gefühlslage am letzten Tag? Ja, heute noch mal ausgiebig genießen. Noch nicht so an. Versuchen wir. Noch nicht so Aber viele Gedanken an. man kann es halt auch nicht immer abschütteln, ne? Ja, Es geht jetzt halt Richtung Ende zu. ja, aber wunderschöner Urlaub. Ja, witzige Hütte, ne? Ja. Straße gesperrt am 3.7. Heute ist der 2.7. Das passt. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? So, oder was? Ja, Mach nochmal. Ach so, ich dachte, du hast so gemacht. ja, so habe ich auch gemacht. Ja, wollte ich sagen. So habe ich gemacht. Das ist witzig hier. Guckt euch das an. Kreisverkehr. 1, 2, 3, 4, 5. Sucht dir eine Richtung aus.
wohin willst du eine? Warte mal, jetzt müssen wir erstmal zum Stehen kommen. Warte, 8. Hey, Route 8 muss ja irgendwo. Hier, da. Ja, genau. Das ist mir schon fast schwindelig. Ja. Geil, geil, geil. An so einem Verkehrsknotenpunkt merkt man, die haben von vornherein gedacht, okay, wie können wir die Fahrradfahrer möglichst geil integrieren. Mal was trinken. Und man muss heute wirklich aufpassen, dass man den Lenker festhält. Die Seitenwinde greifen das Vorderrad immer an. Ja, es ist schon witzig. Wir fahren jetzt heute größtenteils eine Strecke, die morgen bei der Tour de France gefahren wird. Der macht gerade seine Farbe hier für die Schrift. Hi. Der Hammer. Einfach gut. Hier gibt es schon Camper, die sich postiert haben. Ja, es riecht hier super nach Kamille. Schon seit 1-2 Stunden. Voll cool. Und wir haben den Eindruck, dass Rennradfahrer dann am Tag vor der Tour de France Etappe die gleiche Strecke auch schon mal fahren. Da kann man sich als Zuschauer auch schon einen Tag vorher dahin stellen. Ja, die Sonne scheint wieder. Wir haben uns mit Sonnencreme eingecremt und jetzt suchen wir mal nach einem Eis. Ja, ne, auch kein Eis. Stattdessen finden wir jetzt einen Anstieg. Ah, hier ist vielleicht Bergwertung. Ganz kleinen Abzweig fast verpasst. Ja, und dann geht's auf Schotter, ziemlich steil. Noch 5 Meter. Straße ist gesperrt für Autos, so könnte es immer sein. Abenra oder so, irgendwie so heißt. Hier ist kurz die Streckenanimation vom Campingplatz bis nach Abenra. Wir lassen uns jetzt nochmal zu einer Burgerschmiede leiten. Anne führt uns mal. Jawohl, gefunden. Was gibt's bei dir? Also bei mir gibt es heute mal ausnahmsweise Nudeln in einer milden Currysoße. Und ich habe einen Exotic Burger mit Pommes, ein bisschen Salat, Aioli und Ketchup und Eistee. Guten Appetit! Juhu. Ja. Die letzten 30 Kilometer der Tour. Also ich muss schon sagen, heute kann ich gar nicht so oft die Kamera nehmen, wie ich eigentlich vielleicht sogar wollte. Aber es ist wirklich richtig windig heute. Und ich muss meinen Lenker mal ein bisschen festhalten. Der letzte Supermarkt vor dem Campingplatz, leider 16 Kilometer vorher. Ja, was haben wir? Wir haben sehr gute Sachen jetzt nochmal bekommen. Ein Supermarkt. Ein super Supermarkt. Ein super Supermarkt. Der wird seinem Namen also gerecht. Ja, genau. Wir haben wieder mal den wir auch am Anfang hatten. Aber wir haben ja heute auch schon gut gegessen, deswegen brauchen wir ja nicht so viel. Und Nachschub. Ja. Und ich habe mir Erdbeeren gegönnt. Okay, gibt's Erdbeerpark heute? Hier müssen wir uns vorstellen. Aber Und die willst jetzt 17 Kilometer. Ja gut, okay. Alles auf deinen Rücken. das ist das Leichteste im Vergleich zu der Tada Urlaubsbrause. So, also ich glaube, ich habe wieder einen Platten, weil das und wo habe ich es jetzt gefunden? Da. Sieht man das da? Da steckt was drin. Wenn ich den jetzt rausziehe, ja, das ist schon ziemlich hart. Mario ist auf jeden Fall nach dieser Tour mega schnell im Wechsel von Bahn. So, wir haben den Übeltäter ausfindig Das ist gemacht. ordentlich, ne? Sieht aus wie eine Nadel. Gut, ein neuer Schlauch ist jetzt drin. Ich habe den auch schon einigermaßen aufgepumpt, dass er jetzt hier schön rund drin liegt.
damit ich jetzt beim Reifen über die Kante, über die Felge ziehe, nichts mehr einklemmen oder so. So, jetzt wird es hier halt eng und dann gucken, dass der Reifen vorher schön in der Mitte innen liegt. Dann hat man ein bisschen mehr Spielraum. Zack, mit der Hand hinbekommen. Yes, super. Bauen wir das Rad gleich wieder rein und suchen die nächste Tankstelle auf. Ja, und jetzt erstmal Luftdruck drauf bekommen. Also ich weiß natürlich, das ist, kann mit den Pannen jederzeit und wahrscheinlich mit jedem Reifen und passieren. Aber ich habe für mich jetzt entschieden, weil, also ich meine, der Mario hat jetzt die 3. Panne in Folge mit seinen Pirelli-Reifen. Ich bleibe bei meinen, was habe ich? Continental Terra Trail. Ist auf jeden Fall klar. Ich rolle wieder. Der Reifen ist jetzt erstmal provisorisch aufgepumpt und ist aber noch nicht richtig wieder in die Flanke reingeploppt. Meine frühere Bäuerin hat gerade gesagt, dass das hier ein Milchkarussell ist. Schaut mal da rein. Da stehen die Kühe, sieht man das? Wir machen 4,5 Bar oder sowas. Oh Gott, da kann der Reifen nicht platzen. Ja, guck, jetzt ist hier war der vorhin nicht drin. Jetzt ist er so hart, jetzt ist es wie Stein. Dann ist der Reifen drin. Jetzt wieder Luftdruck rauslassen. Auf 2,5. Also mal gerade erklärt. Einmal komplett aufgepustet. Auf 4,5, dann springt der Reifen rein. Jetzt ist aber ja viel zu, also das hat jetzt funktioniert, jetzt ist aber viel zu viel Luftdruck drin. Also wieder von 4,5 auf 2,5 Solldruck runter. Also ich würde sagen, Ja, passt. ready to go. Jetzt Endspurt. Da ist das Dream Team. Da hatten wir einmal richtig mit dem Wind zu kämpfen. Jetzt kommt aber hier der Shelter. Auf diesem Platz gab es 5 Shelter, von denen 4 reservierbar waren und der 5. bleibt für spontane Gäste frei. Da ich online nicht mehr reservieren konnte, bin ich davon ausgegangen, dass 4 Reservierungen vorliegen. Wenn wir jetzt also die Ersten sind, die ohne Reservierung da ankommen, dann können wir da bleiben. Wenn schon andere da sind, dann eben nicht. Jetzt haben wir mit unseren Nachbarn gesprochen, die haben gebucht. Das heißt, die sind einer der 4 Leute, die gebucht haben. Wir sind die ersten Spontanen, dann können wir auf jeden Fall hier bleiben. Jetzt können theoretisch noch 3 andere kommen, obwohl da vorne an dem Zelt steht nur, dass er die einzige Buchung ist. Im Internet scheint es eher so, als ob alle 4 anderen Shelter bebucht werden. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, was richtig ist, aber es sieht so aus, als ob wir hier bleiben könnten. Dann also kurz die Streckenanimation von Abenra bis zum Shelter. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. Und jetzt haben wir hier schon mal alles ausgebreitet, damit das jetzt schon trocknet. Dann müssen wir das nämlich zu Hause nicht mehr trocknen lassen. Und hier haben wir schon mal die Betten vorbereitet. Ich bin euch noch den Inhalt der letzten Tasche schuldig. Das ist einmal dieser Reißverschluss hier oben und auf der anderen Seite gibt es auch noch den Reißverschluss. Das machen wir zuerst. Portemonnaie mit einer Bahnkarte. Dann habe ich hier noch eine Visa-Karte drin, also ja, zum Geld abheben und Bargeld. Eine Maske habe ich jetzt nur für die Zugfahrt gebraucht und für die lange Zugfahrt eben auch so ein Band, womit man es dann hinter den Nacken stecken oder ziehen kann und nicht um die Ohren haben muss. Noch eine Maske.
Dann habe ich hier auch immer die GoPro-Akkus drin. Das ist jetzt nur einer. Der zweite, der da drin auch war zum Wechseln, ist jetzt in der GoPro, die ich jetzt habe. Und der leere Akku ist immer hier drin. Und dann habe ich hier noch Allergiemittel drin. Das sind Tabletten für meine Desensibilisierung. Dann kommen wir zum Hauptfach. Da ist drin meine super coole Powerbank, die Anker PowerCore Plus 26.800 PD 45 Watt. Mega cool mit einem USB-C und 2 USB-A-Anschlüssen. Meine Tüte mit Kabeln. Hier drin ist einmal das iPhone-Ladekabel, USB-C auf Lightning. 2 möglichst kurze USB-C auf USB-C-Kabel für den Garmin Edge 1040 und Annes Karoo Hammerhead Karoo 2. Dann GoPro Akku-Ladegerät. Hier passt auch USB-C rein, also dafür sind die grauen Kabel auch gedacht. Dann sehr cool, hier ist auch der Anker PowerPort 3 Port 65W Pod. 2 USB-C Ladebuchsen und eine USB-A Ladebuchse. Und dann noch ein herkömmliches USB-A zu Micro-USB-Kabel. Damit laden wir unsere Rücklichter, die Lupine Rotlichts. Und hier noch drin zum Podcast hören und so weiter, YouTube, Apple AirPods. Mein Kulturbeutel. Eine Zahnpasta, minimal abgeschnitten, so dass sie hier reinpasst, der Länge nach. Man könnte ja noch mehr abschneiden, aber muss ich nicht haben. Dann die Wundheil-Zinksalbe für den Hintern. Zahnpasta. Und abgefülltes Duschgel. Ein Mikrofaserhandtuch zum Abtrocknen nach der Dusche. Eine Packung Tempos. Mein 230 Gramm Merino Longsleeve. Die Mister Nasenspray, auch ein Allergiemittel. Dann der nachgekaufte Ersatzschlauch. Einfach noch ein paar Kabelbinder. Das war es noch nicht ganz. Da ist noch hier ein kleines Fach drin. Eine kleine Zange zum Beispiel, um hier sowas mal festzudrehen oder hier das Ventilherz. Da kann man ja schlecht greifen, da braucht man eine kleine Zange für. Was ist hier noch drin? Ja, das ist ein Speicherkartencase. Ich habe auf dieser Radreise 4 Speicherkarten mitgenommen und die Speicherkarten nach jedem zweiten Tag gewechselt. So sind jetzt hier die ersten beiden Tage drauf. Hier 3 und 4, 5 und 6 und 7, 8 ist jetzt gerade in der GoPro drin. Das ist Flickzeug für meine Isomatte. Das ist mein Perso. Halten wir mal nicht groß in die Kamera. Noch einfache Gummibänder. Batterien für meine Stirnlampe. Ja, und das war's. Hier referieren wir jetzt ziemlich langweilig 4 Minuten über die letzten 8 Tage. Ich denke aber, dass wir uns ersparen können, denn zum einen habe ich ja immer was dazu gesagt und ich kann es jetzt vielleicht ein bisschen prägnanter machen. Also Tag 1 war super, Tag 2 und 3 war dann echt flach und stupide und ich habe gedacht, wenn das jetzt so weitergeht, dann kann man sich das sparen und fährt einfach nur Tag 1 und am nächsten Tag wieder zurück. Aber so war es ja nicht. Es wurde dann ab Tag 4 besser. Und alles in allem war das eine super Reise, ein super schöner Urlaub. Was hat uns gut gefallen?
die Bäckereien, die Supermärkte, die guten Radwege in Dänemark, die schönen Campingplätze und das Sheltersystem, das Essen, nicht zu vergessen, die Lebenskultur der Dänen auch super, die Fährfahrten, das Wetter hat mitgespielt. Alles in allem war das einfach top. Dann würde ich damit gerne abschließen. Und der letzte Punkt war, dass man ja bei Bikepacking, wo der Platz einfach begrenzt ist, weil man seine Taschen an ein sportives Rad macht, also Mountainbike, Rennrad oder Gravelbike, ja, das bedeutet ja Bikepacking. Tourenradler gab es ja schon seit jeher. Ne? Das vielleicht mal zur Klarstellung, was denn jetzt Bikepacking ist und was nicht. Da muss man ja bestimmte Entscheidungen treffen. Und wir wollen jetzt einfach mal 3 Entscheidungen jeder, die wir getroffen haben, einmal kurz besprechen. Egal, ob sie jetzt gut oder schlecht waren, das können wir dann ja sagen. Und dann willst du anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Ich bin ja bei uns für die Wäsche zuständig. Also das heißt, ich habe das Equipment für unsere tägliche, beziehungsweise wir haben alle 2 Tage gewaschen. Was übrigens auch in Dänemark eigentlich fast überall auf den Campingplätzen auch kostenlos möglich war. Also richtig cool. Und ich hatte davor immer flüssiges Waschmittel dabei und habe mich diesmal entschlossen, so Waschblätter zu nutzen. Die habe ich davor noch nicht mal ausprobiert, sondern habe gedacht, wir testen das jetzt einfach mal unterwegs. Wir blenden das mal ein, kurz. Genau, die sind ganz leicht und haben also wenig Gepäck. Und ich kann sie vorne bei mir in diese Accessory-Bag mit reinmachen. Und das hat echt gut funktioniert. Bin ich sehr zufrieden damit gewesen. Auch keine Rückstände irgendwie, keine Rückstände in der Kleidung. Hat, finde ich, hinterher gut gerochen. Jetzt nicht zu stark und aufdringlich, ist auch okay. Aber nee, fand ich war gut. Da kann ich vielleicht noch zu einwerfen, dass wir auf dem Fahrrad 2 Garnituren Fahrradkleidung dabei hatten. Ne? Ja. Und so haben wir dann eigentlich täglich gewechselt, also ich auf jeden Fall. Und alle 2 Tage auch gewaschen. Ne? Also sprich, wir haben 4-mal gewaschen. Und das war absolut ausreichend. Und ja, das war das. Ne? So, gut, jetzt muss ich noch mal eben nachgucken. Mein erster Punkt war, ja genau, die Entscheidung zum Thema Sitzen auf dem Fahrrad. Ich habe mich zum einen gegen den Sattel vom Rosebike entschieden. Warum? Weil bisher auf Eintagestouren hat das immer funktioniert. Letztens hatten wir mal eine 2-Tagestour gemacht und auch mit Chamois Cream und Bepanthen und am 2. Tag war das nicht mehr gut. Deswegen habe ich den Physics-Sattel, den ich auf dem Open habe, umgebaut auf das Rose. Das ist die eine Änderung und ich habe nicht mehr Chamois Cream und Bepanthen genommen, sondern Vaseline und Zinksalbe. Zink ist ja auch eine Wundsalbe. Und das hat auch gut funktioniert. Ich habe dann mich, glaube ich, 3-mal täglich mit Vaseline eingeschmiert am Hintern, weil das zieht ja ein, das zieht in die Haut ein, das zieht in den Stoff ein und dann muss man immer noch mal nachlegen und das war dann gut. Und abends dann eben die Zinksalbe genommen zur Heilung. Ne? Das war, ja, hat gut funktioniert. Ich habe jetzt schon, denke ich, ein paar Stellen da oder Stippen, die wieder abklingen müssen, aber grundsätzlich keine übermäßigen Schmerzen. Nee, alles gut. Dein zweiter Punkt, deine zweite Entscheidung? Meine zweite Entscheidung war ist, dass ich in Zukunft auf die Regenhose, gerade jetzt in warmen Monaten, verzichte. Ich hatte das komplette Regenoutfit dabei, also Regenjacke, Schuhüberzieher und auch Regenhose. Und ich habe jetzt für mich gemerkt, dass so die Jacke, die ist schon wichtig, einfach auch wegen Wind. Und wenn es dann ein bisschen kälter wird, die muss auf jeden Fall mit dazu. Die Schuhüberzieher finde ich auch wichtig, weil man einfach, wenn einmal die Schuhe richtig nass sind und dann nicht mehr trocken werden, das ist, glaube ich, auch total unangenehm. Aber die Regenhose als solches, die würde ich jetzt in Zukunft nicht mehr mitnehmen, weil das stört mich unterwegs eigentlich nicht, dass die Beine dann nass werden oder auch die Hose. Ja, nee. Also im Sommer ist es kein Problem, da würde ich sie auch nicht mehr mitnehmen, sehe ich genauso. Im Winter ist es nochmal was anderes. Ne? Da spendet sie dann auch schon mal Wärme. Ja. Aber im Sommer, klappt es. Okay. Mein zweiter Punkt ist, die Entscheidung, die ich getroffen habe, war, dass ich außerhalb des Fahrrads nur noch eine Garnitur von Kleidung habe. Und zwar ist das hier mein Longsleeve Merino, meine Baumwollshorts und darunter hatte ich noch eine ganz einfache Polyesterhose. Und das bedeutet, ich habe die angezogen auf dem Campingplatz, also die 3-4 Stunden, in die wir uns noch auf dem Campingplatz aufgehalten haben, und damit war ich dann auch schlafen im Schlafsack.
Also ich hatte nicht noch extra Schlafkleidung mit und das war auch absolut okay. Es riecht gar nicht, auch die Hose nicht, weil man ja eigentlich immer frisch geduscht da reinschlüpft. Dann trägt man die noch 4 Stunden abends und dann schläft man 8 Stunden drin und am nächsten Morgen packt man sie wieder weg. Und das war absolut okay, mehr braucht man nicht. Man muss halt gucken, dass es fürs Schlafen angenehm zu tragen ist, aber dass man sich damit auch irgendwo zeigen kann. Ne? So, da muss man so ein bisschen abwägen. die Waage finden. Die Waage finden. Wobei, das ist jetzt ja der Vorteil gewesen, wir haben ja immer dann meistens unterwegs schon manchmal auch was gegessen und haben dann für abends auf dem Campingplatz eingekauft und mussten dann nicht noch mal irgendwie weg. Das finde ich, hat ja jetzt für uns auch sehr gut funktioniert. Schön essen gehen ist dann eben nicht drin. Aber das machen wir mittags mit den normalen Radkleidungen. Da fällt es dann... da sieht man, dass man ja was gemacht hat. Ja, gut. Genau, bei mir würde ich sagen, was sich einfach auch bewährt hat und was ich immer wieder doch einpacken würde, trotz auch hier jetzt in der Sommerzeit, war die Daunenjacke. Weil ich fand, gerade abends wurde es dann doch ab und zu mal wieder richtig frisch und ich habe mich immer auf meine Jacke gefreut. Ja. Und die kann man so schön komprimieren hinten in der Arschrakete. Die nimmt für mich keinen großen, also die wiegt nichts, die füllt nochmal das sozusagen dann die letzten Ecken noch, kann man damit ausstopfen. Genau, dann kann man es auch gut verschließen. Und es war einfach halt super angenehm, weil wir waren ja jetzt wirklich 100% eigentlich immer draußen, auch abends. Ja. Und da fand ich das sehr, sehr gut. Und die Downhose, wenn wir die nicht gebraucht haben, haben wir die in einen kleinen Bettbezug von 20 x 30 Zentimetern reingestopft, zugemacht und dann hat das als zweites Kissen fungiert. Das war auch super. Habe ich von Mario dann übernommen und das war richtig cool. Ja. Muss ich schon sagen. Das kann ich euch auch mal eben einblenden. Als Kissen war das dann für mich echt auch nochmal super. Ja. Gut, meine dritte Entscheidung war, dass ich am Lenker hatte ich ja die beiden Food Pouches und das Top Tube Bag. Und ich habe jetzt da alles reingepackt, was ich täglich brauche oder während der Fahrt brauche. Mein Handy, mein Schloss, die GoPro natürlich, klar. Dann Klettkabelbinder zum Feststellen vom Fahrrad, weil wir lehnen ja das Fahrrad immer an, wir haben keinen Ständer, aber es kann ja immer noch vor- und zurückrollen und dadurch steht es dann nicht ganz stabil. Wenn man dann aber mit diesem Klettkabelbinder die Vorderradbremse fixiert, dann steht das Rad fest. Dann der Ventiladapter, dann der kleine Rucksack, den wir immer gebraucht haben, wenn du abends einkaufen warst, dass man den direkt griffbereit hatte. Dann die Elektrolyttabletten und so weiter. Was war da noch? Feuchte Tücher, Sonnencreme, Vaseline. Ne? Ich habe mir ja mit beidem mehrmals täglich eingeschmiert. Wenn das direkt griffbereit am Lenker ist und du nicht in eine Tasche packen musst, ist es super. Ja. Sonst habe ich da, glaube ich, nichts vergessen. Ja, die Stirnlampe hatte ich dabei. Hier gab es jetzt leider keine Tunnel oder so. Also habe ich sie heute auch schon wieder weggepackt. Ich habe sie jetzt sogar dabei für heute Abend noch, aber wir haben sie selten gebraucht diesmal eigentlich. Ja, gut. Ja, das war's. Mehr fällt uns nicht ein. Zur Radreise oder zur Bikepacking Dänemark habt ihr jetzt alles ja sowieso gesehen in diesem und den 7 Videos davor. Ich denke, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, es ist jetzt ist der 2. Juli. Jetzt dürfen wir 4 Wochen arbeiten und dann steht die nächste Radreise an. Und das wird ganz was anderes. Ciao, ciao. Tschüss. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.